Hallo, ich bin der Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zu einem Foto- und Kino-digitalen Spaziergang. Heute werden wir über die Disk-Kameras reden. Disk kommt von Griechisch Diskos und heißt so viel wie runde Scheibe. Als Ende der 70er Jahre das Ende der Pocket-Kameras sie vorzeichnet, weil die Qualität nicht so gut war und weil die kompakte Kameras wesentlich besser im Preis und Qualität waren, wollte wieder etwas Neues auf den Markt bringen und die Herrschaften in Amerika glaubten, dass mit so einer Diskkamera der Vogel abschießen. Sie verkauften eine weltweite Neuigkeit, die eigentlich gar nichts neu war. Weil bereits 1886 bzw. in der Zeit von 1880 bis 1890 in Amerika bereits Diskkameras gab. Diese Kameras waren aus Metall, meistens rund, hießen auch Knopflochkameras, weil man konnte sie in einem Knopfloch verstecken und durch die Betätigung von einem Ring konnte man Aufnahmen machen. Damals haben diese Kameras 5, 6, manchmal auch mehr Aufnahmen machen können. Am Anfang waren die Bilder rund, dann waren sechseckig, achteckig und dann zu Schluss waren dann viereckig. 3 Amerikaner haben sich damit befasst. Das war der Mr. Gray, der Mr. Stirn und der Herr Vetter oder Feller. Ja, ein Bruder davon, von Herrn Feller, lebte in Berlin und der dürfte diese Kameras in Berlin nachbauen und auch vertreiben. Und so ist uns bekannt, dass etwa 15.000 von diesen Urahnen der Diskkamera in Deutschland produziert und verkauft wurden. Das ist einmal die Vorgeschichte von diesen Diskkameras. Und es gibt natürlich auch, so wie bei überall, auch so Nebeneffekte oder Nebensachen, die eigentlich nicht den wahren Grund erfüllen, wozu sie gebaut waren. Zum Beispiel ist bekannt, dass die russische Polizei und die deutsche Wehrmacht diese Kameras verwendete. Auch Berufserpresser, Journalisten und was weiß ich, Detektiven diese Kameras benutzen. Die moderne Diskkamera ist einfach für die Reisenden gedacht, die nicht viel Gepäck mit sich schleppen wollen und etwas Kleines, Leichtes mit sich haben. Aber auch hier zeigten sich bald die Nachteile. Erstens einmal, die Qualität war nicht das, was die Konstrukteure versprochen haben. Die Nachbestellung war manchmal auch schwieriger, weil die Labors haben sich auf diese Größe und Ausarbeitung nicht eingestellt. Und so war diese Kamera von vornherein nicht was Positives vorausgesagt. Die Firma hat als Produktionsziel 10 Jahre Produktionszeit und etwa 14 Millionen Kameras pro Jahr im Programm. In Wirklichkeit die ersten 6 Jahre Produktion sind 25.000 Kameras verkauft und nach nur 9 Jahren Produktion ist die Kamera eingestellt. Filmverkauf lief ein bisschen weiter, aber auch bald zeichnet sich hier auch ein Ende. Mit dieser frühen Einstellung der Produktion rechneten die Manager von der Firma Kodak nicht. Und bald stellte sich heraus, dass statt Diskkamera-Liebhaber das Publikum reagierte als Diskuswerfer. Punkto Diskkamera. Vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen beim nächsten Video.